Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Beim letzten Mal haben wir 3 einfache Blumenillustrationen gemalt. Diesmal malen wir 3 einfache Blätterillustrationen mit Aquarell. Sie sind einfach nachzumachen und sehr gut für Anfänger geeignet. Blätter kann man vielseitig verwenden, entweder als Hauptelement oder als Hintergrundillustration. Wir beginnen mal wieder mit einer einfachen Skizze mit Papier und Bleistift und erstellen uns eine kleine Vorlage. Malen einen langen Strich und daran entlang mehrere Blätter. Und das gleiche nochmal in einer anderen Form. Sie sollten unterschiedlich sein, damit es natürlicher erscheint. Jetzt nehmen wir uns ein Aquarellblatt und malen das, was wir vorher in Bleistift gemalt haben, mit Aquarell. Ich nehme hier wieder den Pinsel Nummer 6 und meinen Aquarellkasten. Die Materialien, die ich benutze, habe ich euch wie immer in der Infobox verlinkt. Und wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Like da und abonniert gerne, um kein Video mehr zu verpassen. Auch wenn ich Grün in meiner Palette habe und sogar in verschiedenen Farbtönen, mische ich immer noch gerne Gelb oder Blau hinzu. Je nachdem, ob ich malen wieder einen langen, dünnen Strich. Die Blätter malen wir wieder mit unserer bereits erlernten Technik. Für alle, die mein Blumenvideo noch nicht gesehen haben, erkläre ich es gerne nochmal. Wir nehmen genug Farbe mit dem Pinsel auf, setzen etwas abseits vom Strich an und beginnen damit, den Pinsel Richtung Strich zu ziehen. Dabei steigern wir den Druck, bis der vordere Teil des Pinsels, also alle Borsten, auf das Blatt drücken. Dann lösen wir den Druck wieder, sobald wir in die Nähe des Striches bzw. in unserem Fall des Stiels kommen, so dass unser Blatt wieder schön schmal wird. Das machen wir jetzt mit jedem einzelnen Blatt so. Gerne zu, wie ich es mache, auch gerne öfter und malt es einfach nach. Dadurch, dass wir immer wieder die Grüntöne neu mischen, sehen die Blätter auch alle unterschiedlich aus, so wie es auch in der Natur vorkommt. Am Ende gibt es noch ein paar Sprenkel. Ich finde, damit sieht das Bild immer ein bisschen interessanter aus. Anschließend nehmen wir einen dünnen Pinsel und malen in ein paar der Blätter die Adern rein. Nicht in jedem Blatt, nur hier und da verteilt, damit es ausgewogen ist. Wenn die erste Illustration fertig ist, nehmen wir wieder das Skizzenpapier. Diesmal malen wir einen Zweig mit vielen kleinen Blättern. Wir nehmen wieder unser Aquarellpapier zur Hand und malen einfach die Skizze nach. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht schön aussieht, wenn wir einen farbigen Hintergrund verwenden. Deshalb habe ich das Papier erstmal mit Gelb angemalt und anschließend die Skizze mit Aquarell auf das Papier gemalt. Als Farbe habe ich diesmal Blau gewählt. Durch das Mischen der beiden Farben haben wir ein schönes Blaugrün. Hier kann man die Technik leider nur schwer benutzen, deshalb malen wir die Blätter einfach ganz normal aus.
Zwischen den grünen Blättern male ich noch ein paar lila Blätter. Das macht die Illustration noch ein bisschen abwechslungsreicher. Am Ende sprenkle ich wieder ein bisschen Farbe über die Illustration. Die dritte Blattillustration zeichnen wir wieder auf dem Skizzenpapier vor. Die Blätter sind größer und breiter als vorher und eher in einer Art Herzform. Zwischen den großen Blättern male ich wieder ein paar kleinere Blätter. Das kommt in der Natur zwar höchstwahrscheinlich nicht so vor, aber mir gefällt es so besser. Wieder nehmen wir ein Aquarellpapier und unseren Farbkasten. Ich wähle diesmal die Farbe Rot und male die Illustration mit Aquarell nach. Für die Blätter benutze ich auch wieder die kompletten Borsten des Pinsels und nicht nur die Spitzen. Außerdem seht ihr ja, wie ich das Papier so drehe, damit ich es einfacher habe, die großen Blätter in verschiedenen Richtungen zu malen. Hier und da verstärke ich nochmal die Ränder der Blätter und betone sie damit. Anschließend male ich wieder die Blattadern und wechsle dabei mit Dunkelrot und Weiß ab. So könnte man die Blätter gut als Hintergrundmotive benutzen. Aber um als eigenständige Illustrationen hervorzustechen, sind sie mir noch ein bisschen zu langweilig. Daher habe ich beschlossen, sie noch ein bisschen aufzupimpen. Die roten Blattadern male ich jetzt auch noch als Hintergrundmotiv, ohne sie auszufüllen.
Bei unserer ersten Blattillustration füge ich im Hintergrund noch ein paar Silhouetten mit Fineliner hinzu und fülle so ein wenig die leeren Stellen aus. Bei der Illustration mit dem gelben Hintergrund male ich auch noch ein paar Blattadern in Weiß dazu. Hier seht ihr jetzt nochmal alle 3 Illustrationen nebeneinander. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.